Lektion 1: Der Lauf der Zeit. Es scheint eine wahnsinnig lange Lebenszeit zu sein, nicht wahr? In der Tat, ein ganzes Jahrhundert ist eine beachtliche Zeitspanne. Stellen Sie sich vor, Sie würden so viele Veränderungen und Ereignisse miterleben. Es wäre faszinierend, die Entwicklung der Gesellschaft aus erster Hand mitzuerleben. Absolut. Man denke nur an all die neuen Technologien, die entstanden sind. Von Pferden zu Autos und jetzt zu Elektrofahrzeugen. Ja, und wie sieht es mit der Kommunikation aus? Wir sind von Briefen zu Instant-Messaging übergegangen. Das ist bemerkenswert. Wie haben sich Ihrer Meinung nach die Perspektiven der Menschen verändert? Sie müssen miterlebt haben, wie sich die Welt im Laufe der Jahrzehnte bemerkenswert verändert hat. Sie haben möglicherweise sowohl Freude als auch Leid erfahren. Die Geschichte lehrt uns Widerstandsfähigkeit, nicht wahr? Das stimmt absolut. Jede Generation steht vor ihren ganz eigenen Herausforderungen. Und dennoch passt sich die Menschheit immer wieder an und gedeiht. Das ist etwas, das man wertschätzen sollte. Die Zeit formt uns wahrlich. Wenn du in einem beliebigen Jahrhundert leben könntest, welches würdest du wählen? Ich glaube, ich würde die 1920er Jahre wegen der Musik und der Mode wählen. Eine ausgezeichnete Wahl. Jazzmusik live zu erleben, wäre ein aufregendes Erlebnis. Bitte, welche Epoche fasziniert dich am meisten? Ich würde mich vielleicht für die Renaissance entscheiden. Die Kunst und die Innovationen waren spektakulär. Können Sie sich vorstellen, Künstler wie Leonardo da Vinci zu treffen? Das wäre unglaublich. Ein Hoch auf die Vergangenheit. Lektion 2: Organisation für den Erfolg. Ich glaube, wir sollten damit beginnen, alle unnötigen Gegenstände aus dem Zimmer zu entfernen. Ja, das ist eine großartige Idee. Das wird die Organisation deutlich erleichtern. Genau. Wir können uns auf das konzentrieren, was wir für die Veranstaltung wirklich brauchen. Beginnen wir mit dieser Ecke. Sie scheint die unübersichtlichste zu sein. Einverstanden. Ich sehe hier Stühle, die gar nicht benötigt werden. Ich helfe Ihnen beim Umräumen. So schaffen wir mehr Platz. Vielen Dank. Sobald wir das geklärt haben, können wir die Ausrüstung effektiv organisieren. Chef, haben Sie einen Plan, wie wir das Ganze gestalten wollen? Ich dachte, wir könnten die Stühle in Reihen aufstellen, um eine bessere Sicht zu ermöglichen. Das klingt perfekt. Eine übersichtliche Gestaltung sorgt dafür, dass alle mitreden. Genau. Es trägt auch zum reibungslosen Ablauf der Veranstaltung bei. Mir ist aufgefallen, dass gut organisierte Räume eine bessere Energie fördern. Das stimmt absolut. Es zeugt von Respekt vor der Zeit und Aufmerksamkeit der Teilnehmer. Zudem vermittelt es insgesamt einen professionelleren Eindruck. Und wer schätzt nicht eine ordentliche Umgebung? Niemand, glaube ich. Lasst uns diesen Organisationsgeist beibehalten. Ja, es ist ein befriedigendes Gefühl, alles an seinem Platz zu sehen. Einverstanden. Wie wäre es, wenn wir nach getaner Arbeit eine kurze Pause einlegen? Eine Pause klingt hervorragend. Vielleicht mit ein paar Snacks. Jetzt sprichst du meine Sprache. Dann lass uns beeilen. Auf effiziente Organisation und erfreuliche Belohnungen im Anschluss.
Lektion 3: Vorbereitung auf eine Reise. Ich habe meine Kleidung und Toilettenartikel ausgepackt. Hast du an die Zimmerreservierung gedacht? Ja, ich habe es vor unserer Abreise ausgedruckt. Perfekt. Es ist immer gut, ein Exemplar griffbereit zu haben. Da stimme ich zu. Letztes Mal habe ich es vergessen und das war ziemlich stressig. Das klingt nach einer Lektion, die man gelernt hat. Schön, dass ich diesmal so gut organisiert bin. Hilf, hast du überprüft, ob deine gesamte Kleidung in Ordnung ist? Ja, habe ich. Ich habe für verschiedene Anlässe gepackt. Man weiß ja nie, was passieren kann. Käfer gedacht. Ich hoffe, Sie haben zur Sicherheit auch etwas Formelles beigefügt. Habe ich. Ein schönes Hemd und eine Hose sollten genügen. Ausgezeichnet. Und Ihre Toilettenartikel. Ich habe meine Zahnbürste, Zahnpasta und alles Notwendige eingepackt. Püff, ich kann dir gar nicht vorstellen, meine Zahnbürste zu vergessen. Das wäre eine Katastrophe. Das wäre es in der Tat. Eine Reise ohne Mundhygiene ist einfach falsch. Ja, ich habe auch Gesichtsreinigungsmittel und Feuchtigkeitscreme mitgebracht. Die Haut frisch zu halten ist besonders auf Reisen wichtig. Ja, durch das viele Reisen neigt meine Haut dazu, trocken zu werden. Deshalb müssen wir auch ausreichend Flüssigkeit zu uns nehmen. Hilf, Wasser ist unser bester Freund auf dieser Reise. Auf ein gut vorbereitetes Abenteuer. Lektion 4: Erziehung und Medien. Es ist interessant, wie Medien die Wahrnehmung von Kindern im realen Leben beeinflussen. In der Tat, viele argumentieren, dass Eltern in der Lage sind, ihre Kinder vor ungeeigneten Inhalten zu schützen. Sie spielen sicherlich eine bedeutende Rolle bei der Steuerung dessen, was ihre Kinder konsumieren. Welche Strategien können Eltern ihrer Meinung nach anwenden? Das Festlegen klarer Nutzungsrichtlinien kann helfen. Offene Diskussionen über Inhalte sind unerlässlich. Da stimme ich zu. Kinder zum Fragenstellen anzuregen, kann kritisches Denken fördern. Genau, einfach nur Nein zu sagen reicht oft nicht aus. Es ist wichtig, dass Kinder die Gründe für Einschränkungen verstehen. Dieser Ansatz fördert Vertrauen und Transparenz zwischen Eltern und Kindern. Außerdem lehrt es Kinder, im Laufe ihres Heranwachsens fundierte Entscheidungen zu treffen. Absolut. Medienkompetenz ist in unserem heutigen digitalen Zeitalter eine entscheidende Fähigkeit. Kennen Sie wirksame Erziehungsprogramme, die sich mit diesem Thema befassen? Ja, einige Programme bieten Workshops an, die Eltern mit Werkzeugen für den Umgang mit Medien ausstatten. Diese Workshops können sehr hilfreich sein. Gegenseitiges Lernen führt oft zu besseren Ergebnissen. Und vergessen wir nicht, mit gutem Beispiel voranzugehen. Ganz genau. Wenn Eltern einen gesunden Umgang mit Medien vorleben, werden Kinder diesem Beispiel wahrscheinlich folgen. Welche bestimmten Strategien planen Sie in Ihrer zukünftigen Elternrolle anzuwenden? Das ist eine wunderbare Idee. Auf eine verantwortungsvolle Mediennutzung. Lektion 5: Reisevorbereitungen. Perfekt. Hast du an Snacks für den Flug gedacht?
Ja, ich habe Müsliriegel und frisches Obst mitgebracht. Ausgezeichnete Wahl. Müsli-Riegel sind immer ein guter Reisesnack. Das dachte ich mir. Sie lassen sich leicht verpacken und machen nicht zu viel Dreck. Na klar, sind wir bereit für einen kleinen Snackanfall während des Fluges? Ruf. Ein bisschen Treibstoff hält uns fit und energiegeladen. Ich hoffe, die Snacks an Bord sind auch gut. Normalerweise ist das nicht der Fall, aber wir werden vorsichtshalber vorbereitet sein. Gut so. Ich würde mich nur ungern ausschließlich auf diese winzigen Brezeln verlassen. Da, diese Brezeln stillen nie den Hunger. Und nicht zu vergessen die berüchtigten Flugzeugerdnüsse. Sie sind immer nur eine Enttäuschung, nie genug, um einen wirklich zu befriedigen. Genau. Mit unseren Müsli-Riegeln sind wir bestens gerüstet. Gibt es weitere Reiseutensilien, die wir nicht vergessen sollten? Ich habe meine Kopfhörer bereit für gute Musik. Großartig. Musik macht die Reise immer angenehmer. Da stimme ich zu. Hast du dir neue Podcasts für den Flug heruntergeladen? Ja, ich habe eine faszinierende Serie über Weltkulturen gefunden. Das klingt perfekt. Lernen unterwegs ist das Beste. Einverstanden. Außerdem hilft es, sich die Zeit auf langen Flügen zu vertreiben. In der Tat. Auf eine angenehme Reise mit all unseren Snacks. Lektion 6: Die Freude am Entdecken. Diese Stadt ist fantastisch. Es gibt so viel zu sehen. Da stimme ich zu. Die Architektur ist faszinierend. Auf jeden Fall. Lasst uns das Beste aus unseren Sightseeing-Abenteuern machen. Jeff, welche Orte sollten wir als erstes besuchen? Ich schlage vor, mit einem Besuch der historischen Burg zu beginnen. Ich habe gehört, die Aussicht sei atemberaubend. Das klingt perfekt. Ich freue mich darauf, das Gelände zu erkunden. Nach dem Schloss könnten wir die örtliche Kunstgalerie besuchen. Folge dir. Ich liebe es, neue Künstler und ihre Werke zu entdecken. Und anschließend können wir in einem nahegelegenen Café zu Mittag essen. Perfekt. Es gibt nichts Schöneres, als nach einem langen Spaziergang gutes Essen zu genießen. Genau. Ich freue mich immer darauf, lokale Gerichte zu probieren. Apropos Gerichte, haben Sie ein Lieblingsgericht, das Sie gerne wiederfinden würden? Ich bin neugierig darauf, die berühmten Backwaren hier zu probieren. Die muss ich unbedingt probieren. Hoffentlich schmecken sie so lecker, wie alles sagen. Nach unseren Abenteuern treffen wir uns im Park zu einer Pause. Das klingt herrlich. Ein entspannender Ort, um nach einem anstrengenden Tag zur Ruhe zu kommen. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir auf dem Rasen sitzen und die Aussicht genießen. Und wir denken über all die fantastischen Sehenswürdigkeiten nach, die wir gesehen haben. Auf einen Tag voller Entdeckungen und schöner Überraschungen. Lektion 7: Kulinarische Abenteuer. Ich habe darüber nachgedacht, das neue Rezept, das du vorgeschlagen hast, auszuprobieren. Ich werde es auf jeden Fall bald ausprobieren. Ich bin gespannt, wie es ausgeht.
Ich halte dich auf dem Laufenden. Wirst du es auch versuchen? Absolut. Ich könnte etwas kulinarische Inspiration gebrauchen. Melde dich einfach, falls du unterwegs Tipps brauchst. Das freut mich. Was gefällt Ihnen am Kochen am besten? Ich liebe die damit verbundene Kreativität. Es fühlt sich an wie eine Kunstform. Das stimmt wirklich. Und die Befriedigung nach einem köstlichen Gericht ist unübertroffen. Ja, was macht Ihnen beim Kochen am meisten Spaß? Der Duft. Es ist immer so beruhigend, wenn die Küche von einem angenehmen Geruch erfüllt ist. Da, dadurch wird jeder neugierig darauf, was Sie kreieren. Haben Sie irgendwelche besonderen Geheimzutaten, die Sie gerne verwenden? Ich gebe immer eine Prise Muskatnuss in meine Suppen. Das überrascht alle. Das klingt spannend. Das muss ich beim nächsten Mal unbedingt ausprobieren. Du wirst es lieben. Beim Kochen geht es vor allem ums Experimentieren. Apropos Experimente, hättest du Lust, einen Kochabend auszurichten? Was für eine tolle Idee. Wir könnten Freunde einladen und gemeinsam Spaß haben. Ja, ein bisschen freundschaftlicher Wettbewerb könnte für etwas Aufregung sorgen. Und jede Menge Möglichkeiten zum Probieren. Auf unser nächstes gemeinsames kulinarisches Abenteuer. Lektion 8: Die Bedeutung der Pünktlichkeit. Ich glaube, es ist am besten, pünktlich oder etwas früher zu erscheinen, um die Formalitäten zu erledigen. Sylwuf. Pünktlichkeit schafft die richtige Atmosphäre für das Meeting. Es zeugt auch von Respekt vor der Zeit aller Beteiligten. Ja, außerdem ermöglicht die frühe Ankunft eine gewisse Vorbereitung. Ja, ein paar Augenblicke zum Nachdenken können einen großen Unterschied machen. Sind Sie schon einmal zu spät gekommen und haben den Druck gespürt? Leider ja. Es kann unglaublich stressig sein. Ich kenne das Gefühl. Man kommt rein und alle sind schon beschäftigt. Und dann muss man den Rückstand aufholen und dabei möglichst ruhig wirken. Das ist ein schwieriger Balanceakt. Ich ziehe es vor, dieses Szenario ganz zu vermeiden. Ich auch. Um wie viel Uhr planst du, heute zum Meeting aufzubrechen? Ich plane, mindestens 30 Minuten früher loszufahren. Das klingt klug. Ich werde dasselbe anstreben. Silver, wir können unsere Notizen gemeinsam durchgehen, bevor es losgeht. Das klingt hilfreich. Teamarbeit stärkt immer unser Selbstvertrauen. Außerdem können wir uns auf dem Weg noch schnell einen Kaffee holen. Ausgezeichnete Idee. Ein Coffee-Kick ist immer willkommen. Auf ein reibungsloses Meeting. Darauf ein Hoch. Lasst uns einen guten Eindruck hinterlassen. Lektion 9: Gemeinsamer Erfolg. Ich glaube, diese neue Projektidee könnte für uns sehr vorteilhaft sein. Ja, das scheint eine Win-Win-Situation für beide Parteien zu sein. Da stimme ich zu. Die Zusammenarbeit könnte zu größerer Bekanntheit führen. Ja, gemeinsam können wir ein breiteres Publikum erreichen. Das ist genau das Ziel.
Ich werde mich umgehend um die Umsetzung kümmern. Fantastisch. Welche Schritte planen Sie als erstes zu unternehmen? Ich werde einen Vorschlag ausarbeiten, der unsere Ideen klar darlegt. Ein gut strukturierter Vorschlag wird uns sicherlich helfen, unsere Vision zu vermitteln. Als nächstes möchte ich Feedback von einigen vertrauenswürdigen Kollegen einholen. Gute Idee. Sie könnten uns neue Erkenntnisse liefern, die wir noch nicht in Betracht gezogen haben. Genau. Unterschiedliche Perspektiven können unseren Ansatz nur stärken. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich auch. Es klingt schon vielversprechend. Glauben Sie, dass unsere potenziellen Partner aufgeschlossen sein werden? Ich glaube schon. Unsere Ideen passen gut zu ihrer Mission. Das ist ermutigend. Lasst uns eine erfolgreiche Präsentation vorbereiten. Ja, ich werde einen Termin vereinbaren und Sie auf dem Laufenden halten. Wunderbar. Ich schätze Ihre Initiative und Ihren Enthusiasmus sehr. Vielen Dank. Gemeinsam können wir Großes erreichen. Auf unsere gemeinsame Reise. Auf neue Anfänge und Chancen. Lektion 10. Vorbereitung auf ein Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten, dass unser Rucksackabenteuer losgeht. Die wunderschönen Landschaften rufen. Da stimme ich zu. Die Natur hat die Gabe, den Geist zu erfrischen. Und es ist so günstig. Backparking bietet wirklich ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Tja, ich finde es toll, dass wir so viele Orte erkunden können, ohne dabei ein Vermögen auszugeben. Wo wir gerade davon sprechen, wie sieht es mit dem Einpacken der wichtigsten Dinge aus? Hast du schon eine Liste gemacht? Ja, habe ich. Ich werde darauf achten, leichte Kleidung und strapazierfähige Schuhe einzupacken. Ausgezeichnet. Gutes Schuhwerk ist für den Komfort auf den Wanderwegen unerlässlich. Düsseldorf. Ich plane auch einen Schlafsack zum Campen einzupacken. Gute Idee. Ein warmer Schlafsack kann nachts den entscheidenden Unterschied machen. Ich sollte auch ein tragbares Ladegerät für mein Handy nicht vergessen. Ja, es ist wichtig, in Verbindung zu bleiben, insbesondere zur Navigation. Und wie sieht es mit dem Essen aus? Denkst du an Snacks für die Wanderung? Auf jeden Fall. Ich backe Stubenfutter und Proteinriegel ein. Perfekt. Diese Snacks liefern nicht nur Energie, sondern schmecken auch noch lecker. Genau. Hast du irgendwelche besonderen Rezepte für Campingmahlzeiten? Ja, das mache ich. Ich habe vor, Abendessen in Alufolie über dem Lagerfeuer zuzubereiten. Das klingt herrlich. Ich liebe Gerichte, die wenig Abwasch erfordern. Ja, lasst es uns einfach und angenehm halten. Auf ein unvergessliches Rucksackreiserlebnis voller wunderschöner Sehenswürdigkeiten. Lektion 11. Das Wesen der Macht. Es ist faszinierend zu erfahren, dass England in der Vergangenheit keine absolute Macht besaß. In der Tat, die Monarchie war mächtig, aber sie war mit vielen Einschränkungen konfrontiert. Genau. Der König war der mächtigste Mann im Land, aber er konnte seinen Willen nicht vollständig durchsetzen. Es gab Kontrollmechanismen, insbesondere seitens des Parlaments.
Ja, die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie hat alles verändert. Es ist interessant, wie sich die Machtverhältnisse im Laufe der Jahrhunderte verschoben haben. Absolut. Monarchen mussten mit Adligen und anderen einflussreichen Persönlichkeiten verhandeln. Können Sie sich die Spannungen im Gerichtssaal zu jener Zeit vorstellen? Ich kann es mir nur vorstellen. Die Politik muss unglaublich komplex gewesen sein. Das stimmt absolut. Es ging nicht nur ums Regieren, sondern auch um die Pflege von Beziehungen. Und manchmal können solche Beziehungen feindselig werden. In der Tat, ein König musste sowohl Stratege als auch Anführer sein. Welche Lehren lassen sich Ihrer Meinung nach aus diesem historischen Kontext ziehen? Ich glaube, es lehrt uns die Bedeutung der Zusammenarbeit in der Regierungsführung. Auf jeden Fall. Die Macht sollte im Gleichgewicht sein, um Missbrauch zu verhindern. Klar, die Geschichte lehrt uns, dass absolute Macht zur Tyrannei führen kann. Ein Hoch auf das Verständnis von Regierungsführung und ihrer Entwicklung im Laufe der Geschichte. Lektion 12: Die Kosten des Autobesitzes. Ich habe kürzlich erfahren, dass manche Luxusautos fast 20.000 Dollar kosten. Das ist eine beträchtliche Summe. Da überlegt man es sich zweimal, bevor man es kauft. In der Tat. Und dann wären da noch die Betriebskosten. Tja, welche typischen Kosten sind mit dem Besitz eines Autos verbunden? Ich habe gelesen, dass die Betriebskosten sich auf etwa 4.000 Dollar pro Jahr belaufen können. Nur für Wartung, Treibstoff und Versicherung nehme ich an. Genau. Es summiert sich schneller, als man vielleicht erwartet. Deshalb bevorzugen manche Menschen öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrräder. Stimmt. Autos bedeuten auch eine erhebliche Investition. Ganz abgesehen von den Umweltauswirkungen des Autofahrens. Ja, es ist ein Thema, das in Diskussionen über Nachhaltigkeit häufig zur Sprache kommt. Glauben Sie, dass die Menschen sich dieser Kosten zunehmend bewusst werden? Ich glaube schon. Viele scheinen sich für Elektro- oder Hybridantriebe zu interessieren. Elektroautos sind in der Anschaffung zwar recht teuer, sparen aber Kraftstoff. Genau. Außerdem haben sie oft geringere Wartungskosten. Das ist eine Win-Win-Situation für den Geldbeutel und die Umwelt. In der Tat. Haben Sie schon einmal über einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug nachgedacht? Da habe ich. Ich finde die Technologie faszinierend, aber ich mache mir Sorgen um die Reichweite. Das ist eine weit verbreitete Sorge. Die Ladeinfrastruktur verbessert sich jedoch. Es scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, Alternativen in Betracht zu ziehen. Auf informierte Entscheidungen und die Zukunft des Transportwesens. Lektion 13: Packen für Abenteuer. Und wie sieht es mit persönlichen Gegenständen wie Kleidung aus? Haben Sie alles eingepackt, was Sie brauchen? Keine persönlichen Gegenstände. Ich brauche diesmal keine zusätzliche Kleidung mitzubringen. Wirklich? Bist du sicher, dass du dich ohne sie wohlfühlen wirst? Tja, ich reise am liebsten mit leichtem Gepäck. Das macht alles einfacher. Das ist eine super Strategie. Ich packe oft zu viel ein und bereue es später. Ja,
Wie viele Paar Schuhe hast du mitgebracht? Nur zwei. Einen für entspannte Ausflüge und einen zum Wandern. Eine kluge Wahl. Abwechslung ist wichtig, aber auch das Gewicht spielt eine Rolle. Da stimme ich zu. Ich kann mir vorstellen, dass Wanderschuhe viel Platz einnehmen. Das können sie, aber sie sind unverzichtbar für unsere Abenteuer. Und wie sieht es mit der Kleidung aus? Bringst du mir das Nötigste mit? Ein paar Outfits für verschiedene Anlässe genügen. Ich sollte deinem Beispiel folgen. Es ist immer lästig, zu viel mit sich herumzutragen. Außerdem bietet es uns mehr Platz für Souvenirs. Das ist ein fantastischer Punkt. Ich kann einem guten Souvenir einfach nie widerstehen. Ich auch nicht. Wir müssen etwas Platz in unseren Taschen lassen. Auf leichtes Reisen und unvergessliche Erinnerungen. Lektion 14. Die Reise der Entscheidungen. Du hast das getan, woran du geglaubt hast, und manchmal ist es richtig, manchmal falsch. Ja, jede Entscheidung, die wir treffen, prägt unseren Lebensweg, nicht wahr? Absolut. Das gehört alles zum Lern- und Entwicklungsprozess. Ich denke oft über meine Entscheidungen nach. Ich wünschte nur, ich hätte manche Dinge früher gewusst. Das ist ein weit verbreitetes Gefühl. Im Nachhinein ist man immer schlauer. In der Tat. Hätten wir doch nur eine Kristallkugel, um die Ergebnisse vorherzusehen. Das würde das Leben um einiges vereinfachen. Aber wo bliebe dann das Abenteuer? Statt, es sind die Unwägbarkeiten, die das Leben interessant und unvorhersehbar machen. Und diese Unsicherheiten führen uns oft zu unerwarteten Möglichkeiten. Ja, einige meiner schönsten Erlebnisse verdanke ich Entscheidungen, vor denen ich lange zurückgeschreckt bin. Das kann ich gut nachvollziehen. Es kann sich lohnen, seine Komfortzone zu verlassen. Ja, auch wenn es zu Fehlern führt, lehren uns diese Fehler wertvolle Lektionen. Und jede Lektion hilft uns, künftige Herausforderungen klüger zu meistern. Ja, das stimmt. Ich musste mich einmal zwischen zwei Jobangeboten entscheiden. Das klingt schwierig. Wie hast du dich entschieden? Ich habe auf mein Bauchgefühl gehört. Letztendlich hat sich das als die richtige Entscheidung erwiesen. Das ist ermutigend. Selbstvertrauen kann zu guten Ergebnissen führen. Genau. Ein Hoch auf den Glauben an uns selbst und unsere Entscheidungen. Lektion 15. Vorbereitung einer Mahlzeit. Es empfiehlt sich, verderbliche Lebensmittel im Voraus vorzubereiten. Absolut. Es ist klug, Hektik in letzter Minute zu vermeiden. Genau. Ich werde das Gemüse heute auf jeden Fall schneiden. Das spart uns morgen Zeit. Kochst du gerne mit frischen Zutaten? Ich liebe es. Frische Zutaten werten Gerichte immer auf. Ich stimme zu. Welches Gemüse wollen wir verwenden? Ich dachte an Paprika, Zucchini und Kirschtomaten. Fantastisch. Die passen hervorragend zu den Nudeln.
Und die Kräuter dürfen wir nicht vergessen. Frisches Basilikum und Petersilie sind unverzichtbar. Da frische Kräuter können jedes Gericht auf ein neues Niveau heben. Apropos frische Produkte, wie schnell sollten wir die Zutaten einkaufen? Ich empfehle, sie am Vortag zu besorgen, um die Frische zu gewährleisten. Gute Idee. Das setze ich auf meine Einkaufsliste. Welche weiteren Vorbereitungen sollten wir in Betracht ziehen? Wir sollten den Tisch auch frühzeitig decken. Das schafft eine einladende Atmosphäre. Statt ein schön gedeckter Tisch trägt zum Ambiente des Abendessens bei. Ich freue mich schon sehr auf die Dinnerparty. Tja, das wird ein herrlicher Abend mit gutem Essen und toller Gesellschaft. Auf eine erfolgreiche Zubereitung des Abendessens. Lektion 16. Sneaker und Komfort. Ich habe mir vor kurzem ein sehr bequemes Paar Turnschuhe für den Alltag gekauft. Ah, wirklich. Für welche Marke haben Sie sich entschieden? Ich habe mich für eine beliebte Marke entschieden, die für ihre gepolsterten Sohlen bekannt ist. Die sind immer eine gute Wahl. Haben die irgendwelche besonderen Merkmale? Ja, sie bestehen aus atmungsaktivem Netzmaterial, was für warme Tage fantastisch ist. Das kennt ideal. Wie schneiden Sie im Vergleich zu Ihren vorherigen Schuhen ab? Mein altes Paar fühlte sich im Vergleich zu diesen an, als würde ich auf Ziegelstein laufen. Auf Ziegelstein laufen. Das klingt ziemlich schmerzhaft. Es war wie ein unbequemes Workout. Ich vermisse diese Schuhe überhaupt nicht. Ich kann es mir nur vorstellen. Komfort ist unerlässlich, insbesondere für alltägliche Aktivitäten. Absolut. Ich habe sie sogar letztes Wochenende bei einem langen Spaziergang getragen. Haben Sie den Spaziergang gut überstanden? Das haben sie. Meine Füße fühlten sich toll an, was eine angenehme Abwechslung war. Du musst auch ziemlich stillvoll ausgesehen haben. Ich habe versucht, stillvoll auszusehen, aber Komfort hatte für mich Priorität. Manchmal können Stil und Komfort Hand in Hand gehen. In der Tat. Ich glaube, ich habe diesmal die perfekte Balance gefunden. Planen Sie, sich noch weitere Farben zuzulegen. Auf jeden Fall. Ich überlege mir, ein leuchtend rotes Paar zu kaufen, um etwas Abwechslung zu haben. Das wäre gewagt. Perfekt, um aufzufallen. Da stimme ich zu. Jede Sneaker-Kollektion verdient einen Farbtupfer. Sie werden andere dazu inspirieren, Komfort und Stil gleichermaßen zu vereinen. Das ist das Ziel. Jeder hat es verdient, sich auf den Beinen wohlzufühlen. Lektion 17. Köstliche Genüsse entdecken. Haben Sie schon einmal etwas von einem lokalen Bauernmarkt probiert? Ich glaube, das könnte ich schon, aber ich bin gespannt auf Ihre Empfehlungen. Das frische Obst ist außergewöhnlich. Die Erdbeeren hier sind süßer als alle, die ich hier probiert habe. Das klingt ja herrlich. Was bieten Sie sonst noch an? Sie haben handwerklich hergestellte Käsesorten, die hervorragend zu diesen Erdbeeren passen. Eine wahrhaft himmlische Kombination. Wie interessant. Ich esse gern Käse. Welche Sorte ist dein Favorit? Ich mag besonders Ziegenkäse. Er hat einen würzigen Geschmack, der einfach himmlisch ist.
Das muss ich bei meinem nächsten Besuch unbedingt probieren. Gibt es sonst noch etwas, das Sie empfehlen können? Absolut. Der hier verkaufte Honig wird von einheimischen Bienen produziert. Er ist wie flüssiges Gold. Honig von einheimischen Bienen. Das ist ja eine ganz besondere Delikatesse. Wie würdest du ihn verwenden? Man sollte es auf warmes Brot träufeln. Die Kombination ist umwerfend. Ich kann es mir schon vorstellen. Gibt es eine lokale Dessert-Spezialität, die man unbedingt probieren sollte? Ja, es gibt einen Kuchen mit Früchten der Saison. Er ist oft schon mittags ausverkauft. Das klingt unwiderstehlich. Ich würde es wahnsinnig gerne probieren. Wie kann man sicherstellen, dass man eins bekommt? Kommt früh. Glaubt mir, es lohnt sich. Diesen Tipp werde ich mir auf jeden Fall merken. Hast du schon Pläne für unsere nächste kulinarische Entdeckungsreise? Ich dachte, wir könnten als nächstes die herzhaften Gerichte probieren. Herzhaft klingt hervorragend. Was bieten Sie in dieser Kategorie an? Es gibt handgemachte Würste mit hervorragendem Geschmack. Die dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Fürstin, jetzt bin ich wirklich neugierig. Was passt gut dazu? Sie müssen sie unbedingt mit Senf probieren. Das hebt den Geschmack wunderbar hervor. Ich liebe Senf. Diese Reise entwickelt sich zu einem wunderbaren kulinarischen Abenteuer. In der Tat, jeder Besuch birgt neue Überraschungen. Sind Sie bereit für ein weiteres Geschmackserlebnis? Lektion 18. Die Kunst des Lesezeichensetzens. Haben Sie sich jemals gefragt, was Sie mit all den übrig gebliebenen Aufklebern anfangen sollen? Das kenne ich nur zu gut. Ich finde überall Aufkleber. Warum nicht Lesezeichen daraus machen? Das ist eine lustige und kreative Lösung. Das klingt herrlich. Wie fängt man so eine Idee an? Zuerst besorgen Sie sich die Materialien. Sie benötigen Karton und Ihre Lieblingsaufkleber. Ah, verstehe. Wie sieht es mit dem Zuschneiden des Kartons aus? Gibt es da eine bestimmte Größe? Normalerweise schneide ich meine in Rechtecke, die etwa 2 Zoll breit und 6 Zoll hoch sind. Das hat die perfekte Größe. Und wie befestigt man die Aufkleber? Einfach abziehen und auf den Karton kleben. Es ist einfacher, als du denkst. Würden Sie bestimmte Designs für die Lesezeichen empfehlen? Absolut. Themen wie Natur, Zitate oder sogar Haustiere können sie interessanter machen. Was mache ich, wenn ich zu viele Sticker habe? Kann ich mehrere Themen kombinieren? Na klar, eine Mischung kann einen einzigartigen und verspielten Look kreieren. Das ist eine fantastische Idee. Was macht man, nachdem man die Lesezeichen verziert hat? Nach dem Dekorieren laminiere ich sie, um sie haltbarer zu machen. Denn ja, dadurch wird auch verhindert, dass sich die Aufkleber ablösen, richtig. Genau. Es ist ein tolles Projekt, das zu wunderschönen Lesezeichen führt. Ich kann es kaum erwarten, selbst welche herzustellen. Lass mich wissen, wie sie geworden sind. Ich würde deine Kreationen sehr gerne sehen. Das werde ich. Vielleicht können wir danach Lesezeichen austauschen. Das klingt nach einem hervorragenden Plan. Das wird ein unterhaltsamer Austausch.
Ich freue mich schon riesig. Lesezeichen gestalten wird mein neues Hobby. Ich glaube, Sie werden jeden Augenblick genießen.